Guten Tag, liebe Leute. Es ist wieder sehr, sehr spontan, dass wir jetzt ein Video drehen, denn ich habe gerade was Cooles da. Und ich dachte mir, dass wir, heute geht es um Benz, dass wir nicht immer so viel BMW machen, auch mal was für die Mercedes-Fahrer. Wir haben ja, wenn wir mal da drüben sehen, diesen silbernen, man kennt ihn vom Flugplatzvideo, haben wir auch einen eigenen C63 S Coupé ohne OPF, also ein Vorfacelift. Der ist schon relativ hübsch mit seinen 650 PS. Und jetzt haben wir auch wieder was Schönes da, was etwas neuer ist und interessanter. Und zwar geht es heute um ein richtig geiles Projekt. Wir haben hier einen 190er Evo 2 und dann haben wir uns jetzt noch einen neuen C63 S Facelift gekauft. Und jetzt kommt's. Jetzt schlachten wir die Karre komplett aus und klatschen den kompletten Antriebsstrang in 190er. Saugeil. Nee, leider nicht. Lisa freut sich schon hinter der Kamera. Das wäre natürlich eine Sache, aber ich glaube, jetzt überlegen wir. Das zerfliegt die 900 Newtonmeter, 600, der wird wahrscheinlich 670 PS, sowas haben dann 650. Ich glaube, das hält die Kamera Entweder ist es dann so eine Ziehharmonika und das Heck sieht schon aus wie ein Smart am Ende. Genau, was machen wir? Also, Facelift C63S, 510 PS mit Autopartikelfilter. Ja, da kommt leider nicht mehr viel raus. Das Auto steht jetzt schon aufgebockt auf der Bühne. Ich kann ja mal einfach ihn mal so kurz anmachen und ein bisschen Gas geben, um euch das mal zu vermitteln, wie es sich jetzt anhört, dass wir wenigstens einmal kurz einen Soundcheck gemacht haben. Genau, hier ist meine Position. Klingt trotzdem nicht schlecht. Das war jetzt einmal so ein bisschen Klappe auf, Klappe zu. Aber guckt euch die Endrohre an, was auch richtig geil ist, muss ich sagen, Facelift C63, die neuen Endrohre. Hier mit dieser, ich will sagen Stanzung oder Prägung im Endrohr. Richtig, richtig sexy. Auch die neuen Endrohre, muss ich sagen, von der Größe und so weiter gefällt mir echt richtig gut. Ja, so. Und dann hat der Kunde sich gedacht, ich möchte dieses Auto behalten und ich finde dieses Facelift so geil, hat ja schon Panamericana Grill. Und können wir da helfen? Ja, da können wir helfen. Ich zeige euch mal kurz, was wir machen. Jetzt kommt mal mit. Und zwar bekommt er, ich habe schon alles mal hier hingelegt, einen wunderschönen neuen Satz BMC Rennfilter, ein paar Schubumluft, da geht gleich die Dichtung verloren, ein paar Schubumluftverstärkungen. Und unsere wunderschönen, nagelneuen C63 Downpipes mit 300-Zeller HJS Sportkatalysatoren. Genau, die ganzen Sachen hier drin sind metallisch. Deswegen haben wir diese Cuts auch hitzeummantelt, da die Temperatur ganz gut abkönnen. Und ja, wenn ihr euch das mal anguckt hier oben. Ach ja, für alle, die hier noch nicht so drin sind übrigens. Der C63 ab W205, C205, also ab dem Baujahr mit den Biturbos, ist ein 4 Liter V8 Biturbo, Motorcode M177. Hier sehen wir die wunderschönen Luftfilterkästen. Diese gehen direkt in die beiden wunderschönen innenliegenden Lader. Genau. Das ist ein eigentlich ganz geiles Konzept, schon alleine deswegen, wenn man dieses ganze Ding auf große Turbos umbauen will, weil man eigentlich relativ einfach hier oben an die Lader kommt. Genau, und jetzt ist leider noch nicht zu sehen, aber unter diesem Blech sitzen dann die Cuts bzw. die Downpipes. Oben drin relativ dicke Patronen, ihr werdet es dann sehen, wenn ich es ausbaue, aus Keramik-Cuts. Das geht weiter am Getriebe vorbei und da unten drunter sitzen dann die OPFs. Genau, folgendermaßen, ich werde das Ganze jetzt ausbauen, ohne Flexen und ohne Schneiden. Ich werde das Getriebe dazu rausmachen, mache ich eigentlich immer so, weil ich die Variante B mit Flexen und Zerschneiden nicht so geil finde. Ja, ich hoffe, ihr habt da Bock drauf, denn ich habe sehr viel Bock. Und ich würde sagen, ich gehe ran ans Zerlegen.
für euch ein kleiner Zerlegungsfilm. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier fehlt was. Das steht auf dem Getriebeheber. Ein wunderschönes Getriebe. Ja, warum stehe ich jetzt hier? Ich wollte euch jetzt kurz noch mal zeigen am Auto, denn ich denke, für den einen oder anderen ist es dann verständlicher zu verstehen, wie dieses OPF-System funktioniert. Übrigens nicht nur bei den C63 so, sondern auch bei den M4, M3, bei den, ja, nee, stopp, gelogen. Nur M4 ab 2019, Mitte 2019. Und natürlich jetzt bei den ganzen neuen M3, M4 und so weiter, M5, alle mit OPF. Hier sitzt der OPF für die rechte Bank und hier der OPF für die linke Bank. Dann gehen die Downpipes hier hoch. Ich denke, man kann es, glaube ich, ganz gut erkennen. Hier zwischen ist noch das Lenkgestänge, das aufs Lenkgetriebe geht. Hier drüben geht es dann hoch und da oben rein sitzen dann die zwei Turbos und hinter den Turbos direkt sitzen noch zwei Katalysatoren mit keramischer Oberfläche. So, und jetzt ist es so, also die OPFs sitzen hier. OPF ausgesprochen Otto Partikelfilter, dasselbe wie ein DPF, also Dieselpartikelfilter, nur halt für Benzinmotoren soll ja, die Partikel, die beim Verbrennen des Kraftstoff-Luftgemisch entstehen, filtern, um weniger Feinstaubbelastung zu haben. Ja, klar, wir retten ja die Welt. Naja, egal. Lustig, wenn ihr das Auto in den USA oder in Japan oder in China bestellt, gibt es kein OPF. Aber Deutschland ist für alle da. Naja, weiter geht's. Hier seht ihr zwei Anschlüsse, metallisch, denn natürlich, das wird sehr heiß, das Ganze, weil hier ein extremer Rückstau entsteht. Das sind sogenannte Anschlussleitungen für den Differenzdrucksensor. Der Differenzdrucksensor, da müssen wir mal reingucken, der sitzt hier oben drin. Ja, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Abgase kommen oben durch den ersten Cut durch, relativ einfach, prallen dann hier auf die Oberfläche des OPFs, ja, schon ganz durcheinander. Genau, dadurch entsteht natürlich vor dem und nach dem Filter ein Druck, hier vor, hier nach dem Filter. Dieser Differenzdrucksensor hat zwei Eingänge und misst dann, aha, vor dem Filter so und so viel, hinter dem Filter so und so viel. Mit dieser Differenz kann der Differenzdrucksensor, beziehungsweise nicht der Sensor misst ja nur, aber das Motorsteuergerät und umliegende Steuergeräte errechnen, wie der Füllungsgrad dieser Filter ist, ob er gereinigt werden muss, händisch oder durchs System anhand von Anreicherung durch mehr Luft oder mehr Kraftstoff, also heißer oder kälteres Gemisch. Beziehungsweise heißer oder kältere Abgase. Oh, ich bin schon komplett, es ist übrigens 8 Uhr. Ja, genau. So viel dazu. Dieser OPF, also der wird in dem Auto erstmal bleiben, aber an anderer Stelle. Also hier kommt er quasi raus und er liegt dann im Kofferraum. Genau, so machen wir das. Ja, das ganze System muss natürlich ausprogrammiert werden, das ist mega feinfühlig. Es ist so, wenn hier eine minimale Druckabweichung stattfindet, erkennt dieser Sensor diese sofort. Notlauf, nichts mehr funktioniert, also dieses Auto läuft keine 30 km/h mehr. Und somit ist das ein großes Problem. Das heißt, wir müssen dieses System sehr sauber stilllegen, einmal durch Software und einmal durch Hardware. Selbst nach dem Rausprogrammieren aus dem Motorsteuergerät und umliegenden Steuergeräten ist es so, dass dieser Differenzdrucksensor immer noch messen muss. Man kann ihn nicht tot machen. Also das ist so in diesem System involviert, dass es einfach nicht anders geht. Genau, warum habe ich das Getriebe rausgemacht? Also man sieht es ganz schön. Hier unser Anlasserkranz, beziehungsweise auch das Schwungrad. Hier sitzt der Anlasser. Das Getriebe, ein riesen Block hier mittendrin.
wenn man diese Downpipes sauber ausbauen möchte, dann muss man dieses Getriebe rausmachen, denn die gehen nicht einfach mal irgendwie oben oder unten raus, weil nach oben logischerweise blockiert der OPF und nach unten der Cut. Ihr werdet es dann sehen, ich baue die ganzen Sachen aus und lege die dann mal auf die Werkbank und dann können wir es mal so ein bisschen vergleichen auf dem Tisch. Ja, genau, und deswegen Getriebe ausbauen. Es gibt da Leute, oder ich habe ja schon gehört, dass manche bei den C-Klassen oder E-Klassen die Dinger hier mit einer Stichsäge durchschneiden. Bin ich jetzt nicht so der Freund davon. Abgesehen davon ist es so, dass manche auch die Autos wieder 100% auf Serie zurückrüsten möchten. Wenn ich jetzt hier alles durchschneide oder zusammenflexe, dann ist es eher schwierig, das wieder 100%ig sauber zusammenzubekommen. Verkauft man das Auto oder möchte einfach wieder Serie fahren. Und deswegen Getriebe raus, die sauberste Variante und dann einfach schön nach unten die Downpipes rausziehen. Das werdet ihr sehen gleich, wenn ich oben den Rest noch zerlegt habe. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Menschen, ich habe da mal was vorbereitet. Jetzt hier ausgebaut. Die anderen liegen übrigens da schon am Boden. Die Downpipe von der rechten Bank. Folgendermaßen, also wie ich vorhin gesagt habe, jetzt sehen wir es hier ganz schön. Cut-Patrone und hier unten ganz groß der Otto-Partikelfilter. Ja, Cut können wir mal reingucken. Also hier übrigens schon unsere Downpipes für den C63. Hier oben drin ein HJS 300 Zeller Metallkatalysator. Der ist auch hitzeummantelt. Diesen Katalysator dürfen wir laut HJS Hitze ummanteln. Bei anderen Katalysatoren, zum Beispiel der hier, die etwas günstiger sind und einen keramischen Träger haben, ist das nicht so schön, weil der Cut zu heiß wird, überhitzt und dann kaputt geht. So, jetzt könnt ihr mal kurz herkommen, dass ihr das auch seht. Der ist wunderschön außen und innen weg verschweißt und verschliffen. Also wir haben hier einen schönen glatten Anschluss am Turbo direkt. Hier drin seht ihr, ich weiß nicht, kann man das auf der Kamera erkennen? Ah ne, braucht man ein bisschen Licht. So sieht das Ganze aus. Sehr, sehr schön. Ganz, ganz raue und grobe Oberfläche. Im Gegensatz zu unserem Keramikträger von der originalen Downpipe. Für euch auf der Kamera wahrscheinlich schwierig zu erkennen, also es sind ganz, ganz feine Waben. Ich hatte ja schon mal in einem anderen Video, wobei jetzt weiß ich nicht, ob das andere Video vor diesem Video kam, ein Cut-Stück da gezeigt und präsentiert. Das ist übrigens Cut, der kommt direkt aus einem C63. So sieht das Ganze aus. Also ganz, ganz feine Wabenstruktur und dann müssen hier durch diese Kanäle die Abgase durchwandern. Warum hast du den in der Hand? Und warum ist der nicht da, wo er hingehört? Der ist kaputt gegangen. Ach, das wird cool. Der ist wirklich kaputt gegangen, Okay. weil Spezialist, da haben wir auch viele Anfragen. Schubabschaltung des Todes auf Original Downpipe. Liebe ich ja. Also ich bin zum einen Das knallt gegen Cut, oder? gar kein großer Fan von nachprogrammierten Schubabschaltungen, die wirklich dann, ihr kennt es, ne, wo man hier Autos bam, 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 also so unnatürlich, nicht mein Ding, ja. Und der hier, der stammt aus so einem Auto, war bei irgendjemandem, die haben Software gemacht, aber keine Leistungssteigerung, nur knallen, knallen, knallen. Ja, und irgendwann ist halt einfach der Cut an Hitzetod und den Explosionen wahrscheinlich gestorben, Benzin, Luftgemisch, wahrscheinlich hier alles drin und naja, da kommt dann sowas bei raus. Ja, OPF ist schwierig zu erkennen, vom Aufbau etwas anders. Ich guck mal, vielleicht seht ihr das. Bisschen gröber, andere Struktur. Kann man es erkennen? Nee. Gar nicht? Okay, schwierig. So, der grobe Unterschied ist jetzt zwischen einem Katalysator und einem OPF-Partikelfilter. Der Name sagt schon, das ist ein Filter. Die Abgase durch den Cut haben es, ich sag mal, bei der feinen Struktur nicht so einfach. Jedoch beim OPF ist nochmal eine ganz andere Nummer. Weil hier müsst ihr sehen, durch den Cut können die Abgase richtig schön, ja, ich sag mal, sauber in einer geraden Linie von vorne nach hinten durchwandern. Im OPF ist es anders. Da habt ihr hier vorne eine Struktur. Die Abgase treffen auf die OPF-Oberfläche, wandern dann rein, müssen mittig im OPF komplett in eine andere Gasse und wandern dann auf, ja, einer anderen Ebene, sage ich mal wieder, aus dem OPF raus und so erzielt man quasi
das Filtern der Feinstaubpartikel. Ihr könnt noch mal kurz herschauen, wie das jetzt aussieht. Man kann wunderschön hier oben jetzt die zwei Turbos erkennen, Bank 1 und 2. So schaut das Ganze dann natürlich im ausgebauten Zustand aus. Hier sind unsere Differenzdruck-Sensorleitungen für die beiden OPFs. Hier Stockanschluss und Lenkstange. Genau. Soweit so gut. Ich hoffe, es ist soweit alles klar. Ich mache mich jetzt über den Einbau und dann werden wir noch wunderschön programmieren. Ich muss die OPFs rausschmeißen und natürlich kriegt er mehr Leistung und Klang. Und dann würde ich sagen, wenn es daran geht, dann sehen wir uns wieder. So, Freitagmittag, kurz vor der Vollendung. Ich bin jetzt gerade noch dabei, auf den letzten Zügen diese Schubumluftverstärkung zu tauschen. Ja, genau, ihr seht hier, BMC-Filter habe ich gerade schon eingebaut, also der ist schon fertig. Den hier müssen wir noch zusammenschrauben. Warum BMC-Filter? Weil funktioniert super, hat doppelt so viel Filterleistung wie der originale Papierfilter und bis jetzt eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht und zerstört keine Lambda-Sonden und keine Luftmassenmesser. Ja, in dem Fall Stage 1 Plus bzw. Stage 2 bei dem Auto machen wir die immer mit rein, weil einfach ja, gegeben ist, dass der Lader oder beide Lader genügend Luftmenge zur Verfügung haben und kein Papierfilter irgendwie den Strom verhindert, sage ich mal, oder ja, die Strömungsgeschwindigkeit reduziert, was sie ja leider machen. Somit auch noch was Gutes für die Turbos. Jetzt kommt er mal ganz kurz mit. Folgendermaßen, hier oben drin. Man sieht hier Ausgang, Turbolader, rechte Bank, linke Bank. Also er saugt quasi hier oben an, verdichtet die Luft und drückt sie unten durch diese beiden Schläuche wieder raus. Das geht hier direkt, also hier drunter sitzen die beiden Wasserladeluftkühler in den Ladeluftkühler rein. Und was bei den M177 besonders ist, sage ich mal, gerade in Sachen Tuning, das Schubumluftventil sitzt direkt, also unmittelbar so ein Stück hinter dem Ausgang des Turbos. Das heißt, nicht irgendwo nach dem Ladeluftkühler oder wie bei BMW einen halben Meter später, sondern wirklich direkt nach den Turbos im Strom. Und das Problem bei diesen Autos kann sein, dass wenn man enorm Leistung fährt, die Ladeluft so heiß wird, direkt auf dieses Schubumluftventil bläst, diese dann verschmoren und nicht mehr funktionieren. Und deswegen gibt es eine Art Spacer, das wird hier einfach dazwischen gesteckt und somit steht quasi nur noch das hier im Strom und nicht mehr dieses Plastikstück bzw. das Plastikstück mit der Membran und verhindert quasi, dass das Schubumluftventil Schäden nimmt und ihr somit Ladedruckprobleme habt, weil das nicht mehr dicht macht und permanent quasi die Lader zu viel Druck machen und die sich damit quälen bzw. überdrehen. Genau, BMC-Filter, Schubumluft, ich stecke alles zusammen und dann, oh ja, dann gibt's was. Endlich ist der Johnny wieder da. Ich hab dich schon vermisst, muss ich ehrlich sagen. Alter, was der hin? Freust dich schon auf was kommt? Ich weiß gar nicht, was machen wir? C63, OPF. Kein Stage, BMW? Stage. Ja, Alter, nur BMW. Hey, ich dachte, wir sind ein BMW-Kanal. Alter, die Sonne, also brutal heute, brutaler Tag. Das ist er. This one. Fahrwerk kriegt er auch noch. Ich glaube nicht von uns, aber da kommt was Brutales rein. Das Ding, also dieses Auto ist echt, das hat es mir angetan. Du, was da noch so steht, hast du schon gesehen? Oh ja. Denn? Ui, ui. Da, Leute, da steht was. Da wird, ich glaube, übernächste Woche ein Video kommen. Oh ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Jetzt würde ich sagen, Johnny, jetzt kriegst du erstmal in your face. Ich habe es ja schon gehört vorhin. Gehört. Kriegst mal einen Cold Start. Cold Start. Willst du mal richtig? Richtig? Mit MX Downpipes und 300 Komm. Musst du schon dahinter stellen. Ja. Ja. Gib mir die Rattendaten. Also ich mache jetzt erst mit Klappe zu und dann mache ich es auf. Okay, Bruder. So muss sich AMG anhören. Was? AMG! Das ist ein AMG! IMG! Steig mal ein. Bitte?
Schon besser. Besser ist nicht besser. Das ist besser. How did Jerry do that? Du bist sehr gut gelaunt am Freitag, ne? Weil Wochenende ansteht jetzt. Na klar. Jetzt pass auf, jetzt fahren wir mal. Ich habe das Teil programmiert gestern. Da haben wir noch ein bisschen lustige Sachen gemacht. Ich weiß aber nicht, ob es zu krass ist. Das musst du mir dann sagen. Ich finde, das ist ultra krass, gerade wenn die Klappe offen ist. Ja, dieses Auto ist der Hammer. Boah. Ist jetzt sogar ja, schon einer der ersten 10, bei denen wir diese Umbauten gemacht haben noch. Also ist noch gar nicht, sind noch gar nicht so viele auf dem Markt jetzt, die so die Umbauten machen oder haben. Jedenfalls von mir. Ja, jetzt fahren wir mal ein bisschen Probe. Das Geile ist halt schon, eine Performance-Abgasanlage, drückst auf den Knopf, denkst du S500 und dann machst du hier so. Du denkst, das sitzt bei Hagen Amsterdam im Auto. Wir müssen natürlich, der stand ja jetzt wieder 8 Stunden. Ich habe den heute früh fertig gemacht. Jetzt müssen wir dem mal ein bisschen Öltemperatur geben. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf unsere private abgesperrte Teststrecke. Machen wir mal Soundcheck. Weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste für alle, die C63 OPF fahren, was man da durch eine schöne Programmierung und schönen Downpipes so machen kann. Da geht nämlich genauso viel wunderschöner Klang wie beim Vorfacelift. Ja, aber man muss halt etwas umbauen. Ne? So, jetzt pass auf. Comfort Mode ist gechillt, oder? Können wir uns super unterhalten, auch ganz ruhig, verstehen wir alles. Was? Spaß. Machen wir so. Schon ein bisschen geiler. Das ist so fett am AMG, jetzt pass auf. I show you something. Manual. Weißt du, was richtig geil ist? Traction Control. Jetzt pass auf, machen wir mal Race. Dann kannst du Traktionskontrolle durch gedrückt halten auf den Knopf ausmachen. Jetzt schau hier. Hast du hier einen Drehregler, also wie auch beim AMG GTR. Kannst du die Intensität des Eingriffs oder halt auch komplett off einstellen. Am Lenkrad. Siehst du das? Echt? Ja. Richtig geil, ne? Also nicht nur an und aus, sondern auch wenig oder viel. Ja, du kannst es ganz ausmachen, wenn du halt das ganze Teil schaust. Also wirklich komplett aus? Ja, 100%? Ja, klar. Ja. 100% aus oder halt so ein bisschen, ne, was du dir halt so zumutest, muss man natürlich vorher mal ein bisschen austesten. Aber ist schon geil und dann halt hier auch am Lenkrad, Klappe auf, ne, jetzt Klappe zu. Klappe auf, zu. Ist schon fett. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Habe ich zu viel gemacht? Zu viel. Zu viel Bam, 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 bam? Also Ich habe doch vorhin noch gesagt, das ist nicht so gut. Das muss man sich von außen anhören. Das will ich nicht machen. Also Weil ich sag dir, ich habe das... Hören tun ja mehr Leute draußen wie drinnen. Ja, das ist das Problem. Also das ist nicht für alle, die jetzt nicht so in dem Thema C63 und Schuhabstellungen und so drin sind. Die Autos machen das ab Werk, auch so intensiv wie das jetzt. Natürlich ist es halt jetzt aufgrund unserer Sportcuts und den Downpipes etwas lauter. Und dann ist es so, kann man in gewissen Kennfeldern, die sind ja immer schön zu sehen, wenn wir das Steuergerät auslesen, diese, wie sagt man, die Länge des Knallens, sage ich jetzt einfach mal, um es einfach auszudrücken, es wird ja durch eine Nacheinspritzung generiert, ne? Also durch Kraftstoff, und diese Zeit kannst du quasi verlängern und dann macht es halt nicht nur bom bom, sondern bom 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 oder so. Ja, und das wird der Johnny gleich richtig. Ach, guck mal hier, das ist AMG. Guck, pass auf jetzt, untertourig. Ich finde es gerade mal spürt irgendwie jeden Zylinder. Dieses Hämmern. Dass man das auch so Hammer. spürt, finde ich krass. Übrigens auch schon Diskussionsrunde gewesen. Was ist besser? M4 oder C63 oder M3 und C63? Also ich rede jetzt vom V8 Biturbo natürlich, um sie richtig zu vergleichen. Sonst müssten wir 6,3 bzw. 6,2 Liter mit E92 M3 vergleichen. Alles, was ich jetzt aufgezählt habe, 6,2 Liter, der E92 M3, der C63, V8 Biturbo und der M4 und der M3 S55,
hammergeile Autos. Aber untereinander eigentlich gar nicht miteinander zu vergleichen. Einmal, weil die Motorenklasse einfach immer entweder kleiner oder größer ist. Und zum anderen sind es einfach grundverschiedene Autos. Der C63 ist halt nicht jetzt, muss ich ehrlich sagen, diese Performance-Sau. Ne? Also selbst wenn ich glaube, es geht ja in Kategorie Muscle Car, ne? ja, irgendwie grob ausgedrückt ist es deutsches Muscle Car, ja. Überleg mal, AMG halt, ne? Und dann C-Klassen mit einem V8 Biturbo. Die Motorengröße gibt es eigentlich bei BMW nur in einem M5 halt, ne? Also jetzt aktuell jedenfalls. Das ist schon, aber guck mal hier. Das ist so geil, das ist so geil. Also deswegen, da gibt es nicht, was ist besser, was ist schlechter. Jedes Auto, also der M4, ich vergleiche jetzt den M4 und den C63, beide haben ihren Reiz für sich. Der M4 ist halt etwas sportlicher, er wiegt auch weniger, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber der C63 ist halt Autobahndampfhammer, ne? Das ist halt abnormal. Klar, ein M4 ist natürlich auch schnell, aber V8 Biturbo, denn wenn du richtig machst, in der C-Klasse zum Beispiel, bei unserem jetzt, kommt bald was, andere Kolben, weniger verdichtet, da kannst du halt 850, 900 PS in der C-Klasse fahren, das macht dann schon richtig Bock, ne? So, also Getriebe ist auf Temperatur und Motor auch. Oh. Nachbarsliebling. Ja, also das ist natürlich, das ist alles eine schöne Spielerei und ein nettes Gimmick. Aber liebe Leute, der lacht er. Der Oppi, dem gefällt's. Mercedes, das ist ein Mercedes. Bei denen weiß man, ob das Lachen positiv oder negativ gemeint ist. Vielleicht lacht er uns auch aus, weil er denkt, Junge, ich habe S65 in der Garage. Der denkt sich schon, der hat seinen Auspuff verloren. Ja. Okay. Das drückt, ne? Das drückt schon, ne? Das drückt komplett. Ey, das merkst du so Das krank. Bild war jetzt, glaube ich, komplett krumm einfach nur. Schauen wir jetzt dieses unten raus. Oh, keine Traktion, müssen wir ganz ausmachen. Das ist schon, also dieses Drehmoment, was diese Motoren unten rum produzieren, ist schon krank. Überlegen wir jetzt, 5. Gang, guck mal, machen wir mal 6. Gang, 2000. Das ist schon geil, also da muss ich sagen, ja, da musst du, also gerade was Klang angeht, bist du mit dem M4 nicht so bedient wie mit dem C63, ne? Das ist doch geil, oder? Boah, ist das geil. Ich würde sagen, Ich höre mir das mal von draußen an. ja, du kriegst es jetzt mal auf volle Dröhnung. Natürlich, liebe Leute, das hier ist ein Kundenfahrzeug. Natürlich ist dieser Videodreh auch mit dem Kunden abgesprochen. Ihr wisst ja, was man mit so einem C63 Wunderschönes machen kann. Das habt ihr ja auf unserem Flugplatzvideo gesehen. Natürlich kann man das mit Kundenfahrzeugen nicht realisieren und auch kein Qualm. Aber trotzdem wird es für euch jetzt ein paar wunderschöne Klangeindrücke geben. Dann würde ich sagen, du gehst mal raus und ich mach mal Bum Bum. Okay. Okay. Und? Wie ist von außen? Das ist schon krank, ne?
Das ist schon ekelhaft, ne? Lachst du? Ich lache ja. Vor allem in Comfort-Mode. Würde mir schon reichen, ehrlich gesagt. Echt? Ja. Also ich bin halt nicht der Typ, wo dann nicht nur das erste Kaff, sondern auch das zweite Kaff. Wir haben einen schönen Fleck gefunden. Und in diesem Sinne, weil wir einen Fleck gefunden haben, verabschiede ich mich. Ist echt laut hier. Ist laut, ne? C63S Facelift Panamericana Grill Stage 2 MX Motorsports. Let's go!